Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass die Videos nur noch zweitäglich sind. Das hat den Grund, dass die Videos für mich also ein ökonomisches Desaster sind. Ich muss Ideen entwickeln, ich muss das Skript schreiben, ich muss das Video machen, ich muss Fotos heraussuchen, ich muss das Thumbnail machen und ich muss es veröffentlichen. Und das quasi zum Nulltarif, weil YouTube meine Reichweite dermaßen eingeschränkt hat. Deshalb vorerst zweitäglich die Videos. Leider folgen mir die YouTube-Abonnenten Abonnenten nicht, wie ich gedacht habe, auf Telegram, sondern bleiben bei YouTube, weswegen ich, wie gesagt, entschieden habe, vorerst mal alle 2 Tage ein Video zu machen. Heute zum Thema: Ribbentrop entlarvt England als Kriegstreiber und Friedensfeind. Am 25. März 1941 hielt Ribbentrop eine Rede. Und zwar, die Rede wird entweder gar nicht oder nur verkürzt wiedergegeben. In dieser Rede ist eigentlich alles enthalten, was man später verfälschen sollte. Klipp und klar legt Ribbentrop dar, dass es England war, das einen Weltkrieg wollte. Ich werde nun diese Rede zum Beitritt Jugoslawiens zum Drei-Mächte-Pakt in Wien vollständig wiedergeben. Es ist für meine Zuschauer ein Exklusivvideo, denn dieser Part kommt erst in Adolf Hitler Band 7, das noch gar nicht erschienen ist, aber heute schon ein Auszug mit dieser Rede. Also Ribbentrop sagte, ich zitiere: Eure Exzellenzen, meine Herren, als Bevollmächtigter der Reichsregierung und im Namen der bevollmächtigten Vertreter Italiens, Japans und der ihnen angeschlossenen Staaten Ungarn, Rumänien, Slowakei und Bulgarien begrüße ich das befreundete Königreich Jugoslawien als neuen Partner des Drei-Mächte-Paktes. Der königlich-jugoslawischen Regierung, hier vertreten durch den Ministerpräsidenten und Außenminister, gratulieren wir hierzu aufrichtig und herzlich. Ich möchte unser aller Überzeugung aussprechen, dass dieses Ereignis für die Zukunft Jugoslawiens und das Wohl des jugoslawischen Volkes von besonderer Bedeutung sein wird. Meine Herren, mit eiserner Gesetzmäßigkeit, die einer großen Idee und der ihr innewohnenden Kraft entspricht und mit einer Präzision ohnegleichen vollzieht, sich vor unseren Augen bereits heute, das heißt noch mitten im Kriege, die Neuordnung Europas und Ostasiens. Während durch die Staatskunst und die Machtentfaltung unseres Bundesgenossen Japan sich in Ostasien die Konturen der dort unter seiner Führung entstehenden Neuordnung immer deutlicher abzeichnen, ist es seit Abschluss des Paktes von Berlin das Bestreben der Achse gewesen, die europäischen Staaten zu sammeln und für den Gedanken einer neuen und gerechten Ordnung in Europa zu gewinnen. Diese Bemühungen waren von Erfolg gekrönt, und zwar sehr viel schneller und in weit größerem Umfang, als man dies in der Welt erwartet hatte. Als kürzlich Bulgarien hier in diesem Hause den Dreierpakt unterzeichnete, gaben wir der Hoffnung Ausdruck, dass noch weitere Staaten sich mit uns solidarisch erklären würden. Heute, nach wenigen Wochen bereits, tritt als 5. Staat Jugoslawien zu uns und wir alle empfinden hierüber aufrichtigste Befriedigung. Dieser Beitritt ist aber für uns auch insofern noch von besonderer Bedeutung, als erstes hierdurch nunmehr praktisch der gesamte bisher neutrale Balkan sich im Lager der Ordnung befindet und zweitens sich ein Staat zu uns gesellt hat, von dem England noch immer glaubte, es könne durch Einmischung in seine inneren Verhältnisse gewisse Kräfte dieses Staates für die von ihm angezettelten Intrigen gegen diese Neuordnung Europas mobilisieren. Erst in den letzten Tagen sind, wie man hört, Einmischungsversuche seitens englischer und amerikanischer Stellen in die Politik dieses Landes, also Jugoslawien, unternommen worden,
die als unerhört zu bezeichnen und die mit dem Respekt vor der Souveränität eines freien europäischen Staates schlechterdings nicht mehr zu vereinbaren sind. Wir begrüßen es daher umso mehr, dass Jugoslawien sich der Notwendigkeit der Teilnahme an einer Neugestaltung der Dinge in Europa nunmehr nicht verschlossen hat und zu den jungen Völkern gestoßen ist, die berufen sind, diese Neuordnung gegen jede Einmischung von außen durchzuführen. Der Führer hat in konsequenter Durchführung der von jeher vertretenen Politik stets sein Äußerstes getan, um England von der Notwendigkeit einer Revision der Friedensverträge und einer Neuregelung der europäischen Angelegenheiten auf friedlichem Wege zu überzeugen. Diese Politik entsprach auch, wie wir wissen, durchaus der Einstellung maßgebendster Kreise in Jugoslawien, die in dem Ausbruch eines Krieges zwischen Deutschland und England ein europäisches Unglück sahen und die sich daher für eine freundschaftliche Verständigung zwischen den beiden Ländern allerdings auch vergebens einsetzten, denn die englische Kriegserklärung vom 3. September 1939 setzte dieser Politik des Führers ein jähes Ende. Die Schuld an dieser Entwicklung trägt vor der Geschichte ausschließlich England. Über die Konsequenzen dieser Kriegserklärung ist sich England damals allerdings kaum im Klaren gewesen. Man lebte wohl dort noch immer in Machtvorstellungen, wie sie in der Zeit vor dem Weltkrieg herrschten, und man glaubte vielleicht, wie schon einmal, auch jetzt wieder, Deutschland durch besondere Methoden und durch die Mobilisierung der ganzen Welt bezwingen zu können. Wohl selten hat ein Staat in der Geschichte sich so fürchterlich getäuscht. Denn als es klar wurde, dass England den Krieg wollte, hat Deutschland gehandelt und sich zur berechtigten Abwehr eingerichtet. Während aber nun England, dessen Machthaber diesen Krieg ohne jeden Grund, hier verschweigt Ribbentrop allerdings, dass England wie auch Frankreich Beistandsverträge mit Polen abgeschlossen hatten und dann schmählich im Stich ließen, also Polen opferten, verbrochen hatten, so Ribbentrop weiter, sich schon von Anfang an bemühen musste, andere Völker für seine Interessen verbluten zu lassen. Also zum Beispiel Polen, Holland, Belgien, Luxemburg und so weiter. Ribbentrop und seitdem immer wieder versucht, neue Staaten in den Dienst seiner Kriegsführung zu stellen, hat Deutschland es immer als sein oberstes Ziel angesehen, den Krieg zu lokalisieren und mit seinen eigenen Kräften sowie mit jenen des zu ihm gestoßenen verbündeten italienischen Staates zu beenden. Es hat daher auch keinen anderen Staat bisher gebeten, ihm seine militärische Hilfe im Kampf gegen England zu geben. Wohl aber hat Deutschland mit den im Drei-Mächte-Pakt Vereinigten Staaten das Interesse, dass erstens jeder weiter von England beabsichtigte Kriegsausweitung verhütet wird, dass zweitens die Vorbedingungen geschaffen werden, um den neuen Frieden in Europa und Ostasien endlich einmal den Interessen jener Nationen anzupassen, die gewillt und entschlossen sind, in der Zukunft in Frieden und Freundschaft miteinander zu leben, und dass drittens vor allem ein dauerhafter Friede geschaffen wird, der es unmöglich macht, dass entgegen den kontinentalen Interessen es einer anderen Macht gelingt, durch das Ausspielen europäischer Staaten gegeneinander immer wieder neue Kriege zu inszenieren und damit nicht nur den Frieden, sondern die Wohlfahrt aller europäischen Völker stets aufs Neue zu bedrohen. Heute stehen daher Deutschland, Italien, Japan, Ungarn, Rumänien, Slowakei, Bulgarien und Jugoslawien im Geiste einer neuen Solidarität zusammen und vor allem jeden weiteren Versuch einer Ausweitung des Krieges zu verhindern. Dabei steht die junge Welt auf unserer Seite. Zum ersten Mal wird es damit in der Geschichte auch gelingen, eine vernünftige Neuordnung Europas nach den Gesichtspunkten der kontinentalen Interessen durchzuführen. In Ostasien wird es nicht anders sein. Es soll das Ziel der im Drei-Mächte-Pakt verbündeten Großmächte und der ihnen angeschlossenen Staaten sein, dafür zu sorgen, dass ein Europa und ein Ostasien entstehen, in denen diese Staaten frei von fremden Einflüssen und Intrigen ihr eigenes völkisches
und kulturelles Leben aufbauen und ihre Völker einer langen Friedenszeit und damit auch einer glücklichen wirtschaftlichen Zukunft entgegenführen können. Besonders segensreich aber, davon sind wir überzeugt, wird sich dieser Zustand auf dem Balkan auswirken, der bisher immer ein besonderes Betätigungsfeld fremder Einflüsse gewesen ist und wodurch er wiederum nur zu oft zum Ausgangspunkt großer europäischer Auseinandersetzungen wurde. Mit dieser Rede stellte Ribbentrop aus Sicht der Reichsregierung klar, die europäischen Staaten sollen aus dem Einfluss der Engländer herausgenommen werden. Hitler hatte versucht, Frieden mit England zu erreichen. Dieses antwortete mit der Kriegserklärung gegen das Reich. England versuchte, europäische Staaten in den Krieg zu ziehen. England ließ Polen, Holland, Belgien und Luxemburg für seine Interessen bluten. Deutschland hatte versucht, den Krieg zu lokalisieren. England weitete ihn aus. Die Neuordnung Europas sollte durch europäische Staaten erfolgen, und zwar ohne Einmischung von außen, vor allem den Engländern. Auf dem Kontinent sollte ein dauerhafter Frieden geschaffen werden. Das Reich hatte keine territorialen Ansprüche in Jugoslawien, wollte aber verhindern, dass die Engländer und Franzosen von dort aus den Krieg weiterführen und ausweiten konnten. Keiner dieser Punkte wird auch nur in einem einzigen Schulbuch erwähnt. Alles andere, weitere Geschichtslügen in meiner Reihe Adolf Hitler, eine Korrektur, bisher 6 Bände erschienen, sehr, sehr umfangreich. Die Quelle ist unten angegeben. Und wenn wir gerade bei Quellen sind, die Bücher haben alle zwischen 1000 und 2500 Quellen. Mein neues Buch Deutschland muss vernichtet werden, Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute, ist ein Amazon-Bestseller und gerade in 3. Auflage erschienen. Es ist ein Andenken an unsere Großmütter und Großväter, an unsere Toten, an die wir endlich gedenken müssen, an unsere Toten. Wenn ihr Teil davon sein wollt, erworbt euch dieses Buch. Ich appelliere noch einmal, abonniert mich bei Telegram. Wenn es mich bei YouTube nicht mehr gibt, werde ich bei Telegram sein. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.